Genau, erstmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer, die jetzt schon da sind. Ich bin der Steffen von Verify und heute zusammen mit dem Thomas und mit dem Joff werden wir über Fallstricke beim AB-Testing sprechen. Der Webinarname ist etwas anders, aber prinzipiell geht es darum, wie man ein Experimentierprogramm aufbauen kann, wie man eben auch Fallstricke vermeidet. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Verify kennt. Bei Verify, das ist eine AB-Testing-Plattform und ich bin der Geschäftsführer von der Plattform. Und bei uns ist es eben auch so, es melden sich immer ganz viele User an, es melden sich Kunden an und am Anfang tut man sich einfach immer schwer. Ne? Was ist der erste AB-Test, mit dem ich überhaupt mal loslegen kann? Und häufig tritt halt auch einfach der Fall auf, dass man nicht gleich Erfolge hat. Und die Frage, die wir uns heute so ein bisschen auch anschauen wollen, ist halt einfach, wie schafft man es eben von einem einfachen AB-Test machen hin zu einem richtigen Experimentierprogramm zu kommen. Genau. Ich würde jetzt mal weitergeben an Thomas und Schoff. Die würden sich jetzt auch einmal vorstellen. Ansonsten, falls ihr Fragen während des Webinars habt, bitte benutzt einfach dieses Fragenmodul. Das findet ihr bei euch rechts oben. Das ist so eine Sprechblase mit einem Fragezeichen. Und ich werde dann schauen, dass ich das immer mal so ein bisschen einmoderiere, dass eure Fragen nicht untergehen. Und ich würde sie schauen, dass ich sie dann immer zum richtigen Moment auch stellen kann. Alles klar, dann gerne direkt weiter zu euch. Wer möchte weitermachen, Schoff oder Thomas? Joff. Alles klar. So, ich bin Geoff, Franzose, lebe in Köln seit 2008 und ja, mein erster AB-Test habe ich bei billigermitwagen.de gestartet. 2011 war das und seitdem bin ich mehr oder weniger mit AB-Testing verlebt, weil ich habe immer analysiert die Unterschiede zwischen dem französischen Markt und dem deutschen Markt. Und seit jetzt circa 5 Jahren bin ich bei Design Bestseller tätig als Head of User Experience für unsere deutsche Shop und auch die internationalen Shops. So ist es bei mir. Tom. Genau. Geoff und ich arbeiten gemeinsam für Design Bestseller. Das heißt, ich bin als selbstständiger externer Berater tätig und arbeite auch bei Design Bestseller mit. Von da kennen wir uns und von da rührt auch her, dass wir heute zusammen hier im Webinar mit drin sind. Was mache ich als freischaffender Berater? Ich sorge für herausragende B2B-Nutzererlebnisse durch klare Daten, indem ich Unternehmen und Organisationen helfe, eine Kultur der Experimentation, also eine Kultur der dauerhaften Innovation zu etablieren. Wie mache ich das? Durch tiefergehende Erkenntnisse, die wir aus Daten rausholen und weitergehende Experimente über AB-Testing hinaus. Das heißt, man kann mit mir auch sprechen, bevor Unternehmen in AB-Testing reinstarten. Das ist heute wahrscheinlich für die meisten eher uninteressant, weil hier schon ganz klar der AB-Testing-Kontext da ist. Aber auch, wenn man sagt, wir wollen mehr rausholen, wir wollen tiefer in die Daten rein und weitergehen, dann ist das mein Feld. Genau, danke. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Und Geoff sagt ein paar Worte über Design Bestseller und unsere Arbeit bei Design Bestseller. Genau, so mache ich das. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja, wir sehen ihn. Perfekt. Und jetzt startet das. Also, Design Bestseller. Vielleicht zu Beginn möchte ich euch mitnehmen hinter die Kulissen. Dorthin, wo man die verborgene Seite der Conversion Rate Optimierung erkennt. Weil bevor wir über erfolgreiche AB-Tests oder die Etablierung von einer Experimentationskultur sprechen, ist es meiner Meinung nach entscheidend, das eigene Umfeld zu verstehen. Das Unternehmen, der Markt, das Produkt und vor allem die Nutzer. So, bevor wir wirklich einsteigen, ein kurzer Blick darauf, wer hinter Design Bestseller steht. Wir gehören mittlerweile zur Nine United Gruppe. Der Gründer heißt Troels Holsen, Däner, und er ist bekannt als Gründer von Bestseller.
1982. 2002 war er Mitbegründer von Hey, diesem Möbelhersteller. Und seit 2014, nee, sogar 16, gehört auch eine Tradition zu Nine United. Und jetzt seit circa 5 Jahren gehören auch die Top-Design-Möbelhändler zu Nine United. Ihr seht 2019 Ambiente Direct, dann 2020 Connox, Flinders aus Niederlanden ein Jahr später und Design Bestseller seit letztes Jahr. So, hier ein bisschen mehr über Design Bestseller und was uns besonders macht, ist einerseits, wir sind Retail sehr stark seit 50 Jahren in Aachen. Wir haben ein Mattes Einrichtungshaus direkt im Zentrum. Gegenüber gibt es ein Hey Store seit 2-3 Jahren und auch Shop-in-Shops in Paris seit 2019. Andererseits unsere Website seit 2011 online. Wir sind in 4 Sprachen. Wir haben auch einen Partnershop mit der Marke Schöner Wohnen Shop und wir vertreiben 300 Marken, Preise von 5.000 bis 40.000 Euro, 60.000 SKUs und letztendlich einen 8-stelligen Umsatz. Jetzt unser Produkt. Wir verkaufen Sessel, Sofas, aber auch Körbchen und Kerzen. Es klingt banal, aber für uns, für unsere Logistik, das ist natürlich ein großer Unterschied und auch das stellt uns aus UX-Sicht ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir verkaufen Klassiker und auch Neuheiten. Was heißt das? Klassiker, in Anführungszeichen braucht man nicht so viel zu machen, in Anführungszeichen. Hier gibt es diese Pantella-Leuchte von Louis Poulsen. In der vorigen Slide, das war der Launcher von Vitra. Aber ihr auch recht, das ist Produktneuheiten. Und natürlich hier müssen wir wieder Vertrauen aufbauen. Auch zu berücksichtigen, ja, Scandi ist unsere Steckenpferd, aber manchmal ist ein bisschen Skandal in diese Richtung, zumindest auf diese Moodbilder kann man das erkennen. Wichtig ist für uns, dass diese Look and Feel stimmig sein muss und nicht nur im Sortiment, sondern auch in der gesamten Customer Journey. Auch was unsere Kundschaft angeht, B2C, das ist unsere Hauptkundschaft. Wir haben design-affine Endkunden, oft mit einem gewissen Budget, aber auch B2B-Kunden sind für uns sehr wichtig. Das kann Kanzlei sein, verschiedene Praxen, Restaurants und natürlich sind die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Was heißt das Ganze für mich persönlich als Head of UX bei Design Bestseller? Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige in dieser Situation, aber das heißt ganz konkret Arbeit, viel Arbeit oder hier in diesem Beispiel Futter, ganz viel Futter und anders formuliert, das ist genug Futter für ABTS für die nächsten 100 Jahre. Ideen für Optimierungen haben wir mehr als genug. Das ist nicht das Problem. Aber wie immer im E-Commerce, es gibt eine Limitierung, das ist unsere Traffic. So, wir können nicht unendliche AB-Tests durchführen. Eine andere Limitierung, es bezieht sich auf unsere Know-how und Kapazität. Unsere AB-Testing Entwicklungsunit besteht aus 2 Azubis. Ohne abwertend zu sein, und ohne Witz, sie machen einen super Job, das ist nicht das Problem, aber ganz klar, es gibt noch Luft nach oben. Und meiner Meinung nach, ganz genau das kommt ins Spiel, wie man sich weiterentwickelt.
Hier habe ich mehr oder weniger eine Experimentierungskurve gebaut, wo man ganz klar sieht, am Anfang, man kann nicht direkt mit 10 Tests pro Woche starten, das ist einfach unmöglich. Das ist ein langer Prozess, ein bisschen langwierig, aber Ziel ist natürlich, ähm, mehr AB-Tests durchzuführen und vor allem auch mehr positiven AB-Tests durchzuführen. Und wenn man rückblickend sieht, bei diesem Bestseller, 10 Jahre lang haben wir 0 Tests durchgeführt. Und das war vollkommen in Ordnung. Ne? Fokus und die Strategie war, schnellen Wachstum zu erzielen, schnell stark auf dem Markt sein und wir haben auf AB-Tests verzichtet. Das war ganz bewusst. 2023 wurde ich UX-Lead mit der Unterstützung von Thomas als Data Analyst und wir haben die erste AB-Test mit Google Optimize durchgeführt. Google Optimize, sehr einfach, umsonst, alle glücklich und so. Mit dem Sunset von Google Optimize habe ich natürlich nach einer Alternative gesucht. Verify war die kostengünstigste und beste Alternative für uns. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass die erste AB-Test habe ich einfach mit diesem Editor benutzt, so No-Code oder Low-Code benutzt, um die erste erfolgreiche zu erzielen. Das war wichtig, dass ich nicht direkt die Entwicklungsteam ins Boot hole, sondern selber die Tests durchführe. Ähm, Letztes Jahr haben wir auch unsere Backlog ergänzt, priorisiert und verfeinert. Und dieses Jahr habe ich den Go bekommen, diese Tests bei dieser anderen Shops durchzuführen, Flinders, Ambiente Direkt und natürlich diesen Bestseller weiterhin. So, es wurde skaliert, es wird skaliert und eine andere Entscheidung war, dass die Entwicklung nicht nur oder nicht mehr bei unserer Azubi intern durchgeführt wird, sondern mit der Unterstützung von unserer Integer Magento Agentur, so extern, so dass wir ein bisschen mehr Gas geben können. Und dann auch eine wichtige Entscheidung ist bei uns, dass alle neue Features müssen systematisch getestet werden. Und das soll das Ganze dazu führen, dass wir mehr AB-Tests durchführen können, um mehr Learning zu bekommen. Jetzt möchte ich euch ein paar AB-Tests aus meiner eigenen Praxis zeigen. Mm, mit meiner Sicht der Weise, dass in Conversion Rate Optimierung gibt es andere Tools wie Umfrage, wie Benchmarking. Sie sind alle gut, aber weit nicht so gut wie AB-Testing. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich zeige euch kurz, was ich damit meine hier. Äh, Hier, das war ein AB-Test mit einem Banner, was wir angebunden haben. Wünschen Sie eine andere Konfiguration oder einen Großauftrag? So ganz klar Richtung B2B. Das war ein Insight von unserem Partnershop aus Niederland, Flinders. Ergebnis von dieser AB-Test, Conversion Rate 0 Steigerung und lediglich 2 Anfragen pro Tag. So, AB-Test nicht erfolgreich. Zwar war das Insight, zwar das heißt ein sogenannter Best Practice von Flinders, aber bei uns nicht übertragbar. Hier auch Umfragen. Ich wollte das vor kurzem direkt auf LinkedIn testen. Inwiefern könnte Umfragen ein AB-Test toppen? Oder zumindest könnte ich schneller Ergebnisse erzielen. So, ich habe diese Test gemacht. Links mit der Anzeige Versand in circa 18 Wochen. Rechts getestet, für Sie angefertigt in circa 18 Wochen. Mm, Ja, ich habe circa 150 Teilnehmer bekommen, so relevante Insight, aber das ist nicht vergleichbar mit einem AB-Test, wo ich viel mehr Traffic und viel mehr Erkenntnisse sammeln kann als eine Umfrage. Dann
warum ich auch diese CRO-Experte, sogenannte CRO-Experte mit Vorsicht genieße, ist, dass hier noch ein Beispiel. Rechts seht ihr sofort lieferbar versus Lieferung in 2, 3 Werktagen. Das ist eine Empfehlung von all diesen Experten, direkt diese Lieferzeit anzuzeigen. Mm, Das war eine sogenannte Best Practice. Bei uns, der AB-Test hat gezeigt, dass die B-Variante, die Variation war total negativ. So auch vorsichtig sein. Und das Ganze, warum ich AB-Testing bei diesen Bestseller so schätze, ist das wirklich als iterative Optimierung bei uns. Letztes Beispiel von mir, versprochen. Anhand von unserer CRO und Analyse und Recherche, wir haben festgestellt, dass die User interagieren intensiv mit dieser Bildergalerie. Sie klicken wie wahnsinnig links nach rechts. So sind total Fokus auf diese Bildergalerie. Dann die Analytics-Daten haben gezeigt, dass es gab kaum Klicks auf diese UGC-Banner unten bei Ihnen zu Hause, diese, mehr oder weniger diese Instagram-Bilder, kein Klick drauf. Und zuletzt haben wir festgestellt, dass immer mehr Webseiten nutzen diese Bildergalerie als Möglichkeit, zusätzliche Produktinformationen darzustellen. So, deswegen haben wir einen ersten Test durchgeführt, wo wir diese UGC-Banner nach oben platziert haben. Der AB-Test hat gezeigt, dass die Conversion Rate ist um 8% gestiegen für alle Produkte, die diese UGC-Banner hat. Und diese Verweildauer ist um 15% gestiegen. Und das ist für uns ein Startpunkt für weitere AB-Tests, wo wir 3D-Modelle anzeigen wollen, wo wir zuletzt auch diese neue Feature direkt in diese Bildergalerie zeigen wollen. So, das ist ein iterativ Prozess und normal, bei uns, bei diesem Bestseller läuft das so, bei Billiger Mietwagen, wo ich vorher gearbeitet habe, direkt von Anfang an, das gehört zu dieser Strategie, diese Weiterentwicklung, muss man sich anpassen. Es gibt nicht ein Modell, wie man sich entwickelt, so sehe ich das zumindest. Ja, ich könnte euch 1000 ABTs zeigen. Ich denke, das reicht erstmal. An dieser Stelle würde ich das Wort an Thomas übergeben. Okay, super. Vielen Dank. Ich teile meinen Bildschirm. So, worüber sprechen wir heute? Weiters. Es gibt noch natürlich ganz andere Methoden als AB-Testing, um ein Unternehmen vorwärts zu bringen, um zu optimieren. Zum Beispiel Rapid Prototyping oder First-Click-Tests. Und worauf ich hier nochmal eingehen wollte, ist, also erstens der Punkt, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt als nur AB-Testing, um voranzukommen. Und zweitens, was haben wir bei Design Bestseller zum Beispiel gemacht? Nämlich, was wir seit Jahren machen. Ich bin seit 2019 bei Design Bestseller mit dabei, also auch schon lange bevor wir zusammengearbeitet haben mit Al-Joff, wir zwei, war ich schon ein paar Jahre auch an Bord. Und eins, was wir relativ früh angefangen haben, sind tatsächlich regelmäßige Analysen. So, das ist jetzt per se erstmal keine Experimentation, aber ich zeige gleich, was daraus entstanden ist. Nämlich hier als Beispiel, wir haben im August 2022 war ein Jahr für Design Bestseller, wo ganz viele Shops neu gelauncht worden sind, beziehungsweise wo die komplette Infrastruktur neu gelauncht worden ist, wo ein Wechsel gemacht worden ist von Magento 1 auf Magento 2. Da war eine Agentur, also Integra heißen die aus Aachen, waren stark involviert, haben wirklich monatelang, glaube ich, so fast 12 Monate, ein Jahr lang haben die geschuftet wie die Verrückten und haben das ganze Setup neu aufgesetzt auf Magento 2. Und dann sind wir im August
August 2022 erstmal mit dem Schöner Wohnen Shop, weil das ein relativ kleiner Shop ist. Der hat nicht so viel Volumen wie Design Bestseller selbst. Sind wir mit dem online gegangen. Und nachdem der live gegangen ist, haben wir hier drauf eine Analyse gemacht. Also Daten implementiert, Google Analytics. Und hier sieht man relativ klein, was da alles gemacht wird. Das ist von der Consent Rate, was haben die verschiedenen Shops für Consent Rates, wie viel Traffic gibt es, wie viele Transaktionen, wie viel Umsatz haben wir, wie ist der durchschnittliche Bestellwert. Also wir sind ganz viele wichtige Kennzahlen durchgegangen und haben die wirklich so top-down, also möglichst einen guten Gesamtüberblick über den Online-Shop zu dem Zeitpunkt des Relaunches im Vergleich zu vorher gezogen und haben dann eben geschaut, was dabei rauskommt. Und dann gab es eine zweite Iteration, nämlich als der eigentliche designbestseller.de Shop live gegangen ist. Also hier zwischen ist unheimlich viel passiert. Wir haben hier natürlich ganz viele Fehler gefunden, weil das ein früher Go-Live war und haben dann bei dem zweiten Relaunch vieles davon schon berücksichtigt und haben dann aber beim zweiten Relaunch im November nochmal geschaut, was jetzt alles noch übrig ist. Und das war also auch für uns tatsächlich so nicht mal ein Startpunkt. Wir haben davor auch schon Analysen gemacht, aber diese zwei Analysen hier, die stehen stellvertretend dafür, wie wir zusammenarbeiten und das schon seit Jahren, denn es werden immer wieder neue Fokusschwerpunkte gesetzt seitdem, wo wir rein analysieren und zeigen, wie wir das weiterentwickeln. Jetzt ganz kurz die Key Learnings. Der neue Checkout-Prozess hat nicht so gut konvertiert wie vorher. Das ist ein Klassiker. Wenn man einen großen Relaunch macht, gibt es oft viele Stellen, wo irgendwas hakt und klemmt. Deswegen an der Stelle der Tipp, das klein aufzubauen. Und hier sieht man auf den verschiedenen Schritten alle Sitzungen mit Produktaufruf, also wir sind auf der Produktdetailseite, wie viele sind auf dem Warenkorb, wie viele Nutzer sind im Checkout und wie viele machen eine Transaktion. Da hatten wir tatsächlich eine Entwicklung durch den Relaunch von minus 10% und das musste natürlich dann sofort abgefangen werden, weshalb wir geschaut haben, wo genau liegen die Probleme. Und dann sind wir eben reingegangen in die einzelnen Checkout-Schritte, und haben festgestellt hier, wir sollten uns mal die Desktop-Geräte anschauen, eben den Schritt des Checkouts. Im Checkout ist tatsächlich diese 10% hier auf minus 17% hat sich das verändert im Vergleich zu vorher bei der Desktop-Version und plus 6 bei Mobile. Das heißt, Mobile hatten die tatsächlich Gewinne. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns mal Desktop mit der Hotjar angucken. Jetzt springe ich nicht in die Sessions rein, wir haben uns einzelne Sessions angeschaut und hier ist so ein Screenshot, wo man eben sieht, wie ich dann analysiere. Wir ziehen Screenshots raus, wir schicken Links rum zu den Hotjar-Sessions, die sich jeder anschauen kann. Erkenntnis, Eingabefelder, die links, rechts nebeneinander sitzen, sind anstrengend auszufüllen, ist eigentlich ein User-Experience-Klassiker. Aber das hatte halt damals niemand im Blick, als das Ding neu gelauncht worden ist. Dass man dann halt sagt, so stellt doch einfach wirklich alle Eingabefelder im Formular untereinander. Und hier hat man das ganz klar gesehen. Die Leute haben wirklich so angestrengt mit der Maus links, rechts hin und her geklickt. Das hat man richtig gesehen. Empfehlung, nur ein Feld pro Zeile, alle untereinander statt nebeneinander. Dann haben wir die Performance kontrolliert und daraus kann man dann halt einen AB-Test machen. Und kann sagen, das schauen wir uns an. Manchmal ist es auch ein No-Brainer, wo man sagt, das setzen wir einfach um. So, zweites Beispiel aus dieser Analyse. Wir haben Errors angeschaut, wir haben ein Error-Tracking eingebaut, wie oft eigentlich tatsächlich die Fehler passieren, die da im Checkout Ausgaben werfen, sowas wie eine falsche Kreditkarte oder so. Und das haben wir mit dem Google Tag Manager eingebaut, haben uns das angeschaut, wie oft welcher Fehler passiert, haben dann bei den wichtigen Fehlern jedes Error-Event an Hotjar gesendet und dann konnten wir in Hotjar dann einzelne Segmente bauen, wo wir sagen konnten, jetzt gib mal genau die Sessions und genau an der Stelle, wo dieser Fehler auftritt, damit wir uns angucken können, wie gefrustet sind die Nutzer, wenn der kommt, was machen die damit, wann brechen die ihre Sessions ab oder bestellen die weiter und dann konnten wir uns tatsächlich Sessions angucken, genau mit dem Fehler. Und daraus haben wir auch den Timestamp mit erhoben, haben wirklich gesagt, so am 13. Mai um 12:25 und 26 Sekunden ist dieser Fehler aufgetaucht und dann konnten wir das tatsächlich auch an den Tegra durchgeben, an die Entwicklungsagentur und die konnten dann auch in ihren eigenen Logs genau nachschauen, was ist denn da eigentlich bei denen im Backend passiert. Und auf die Art und Weise konnten wir dann im Zusammenhang mit AB-Testing, aber eben darüber hinausgehend weiterentwickeln. Das ist das, was ich heute auch transportieren möchte. Eine Kultur des Experimentierens, eine Culture of Experimentation, wie man nicht scheitert, das ist eine Sache, die ist in verschiedener Hinsicht deutlich größer als AB-Testing, beziehungsweise man tut gut daran, es ein bisschen größer einzukategorisieren und das Große und Ganze zu betrachten.
Thomas, So, bevor du weitermachst, habe ich noch eine gerne. Frage. Die kam tatsächlich gerade von einer Teilnehmerin. Was ist denn Mhm. so für dich oder für euch so ein typischer No-Brainer? Also wo man jetzt keinen AB-Test machen muss. Weil das hattest du gerade mal erwähnt bei den Hotjar-Analysen. Wann genau kann man denn einfach was ausrollen und wann sollte man es vielleicht auch AB testen? Ähm, also ich würde sagen, wo es halt ein offensichtlicher Fehler ist. Also ich würde es relativ streng an dem abgrenzen, wo es tatsächlich offensichtlich ist, dass also ich weiß nicht, ein Button funktioniert überhaupt nicht. Ne? Also da muss ich jetzt, da klickt jemand drauf und das klappt nicht. Sehe ich auch oft tatsächlich in den Analysen und auch in den Hotjar-Videos, dass die Leute irgendwo klicken, was gar nicht klappt. Das ist für mich ein Bugfix und da ist völlig klar, dass mehr Leute glücklich sind, wenn sie versuchen, auf einen Button zu klicken, dass der funktioniert, dass es nicht funktioniert. Und ansonsten würde ich aber relativ früh tatsächlich zu einem Testing übergehen. Natürlich nur in einer perfekten Umgebung. Wenn man mit wenig Traffic zu kämpfen hat, wie Geoff das eben angedeutet hat, dann muss man natürlich priorisieren, was ist denn das, was den meisten Wert hat, was man testet. Also würdest du jetzt sagen, vor allem Fehler einfach direkt beheben, weil da macht natürlich AB-Testing keinen Sinn. Wahrscheinlich, wenn es so Kleinigkeiten sind, die vielleicht mitmachen. Aber bei größeren Änderungen, zum Beispiel neuen Modulen etc., würdest du dann schon auf AB-Tests gehen. Genau, richtig. Also im Idealfall alles testen, aber da rede ich natürlich von einer unendlichen Menge Traffic, die man verfügbar hat Mhm. und deswegen priorisieren, was die wichtigsten Tests sind und sich nochmal Gedanken machen, worüber kann ich denn den voraussichtlich größten Hebel erwirken und dann darauf im Testing fokussieren. Alles klar. Okay, danke dir. Es gab eine Frage, auch sehe So, ich, ah, kann ich kurz unterbrechen? Es gab auch eine ja klar. Frage in Bezug auf diese AB-Test, sofort lieferbar versus Lieferung in 2, 3 Werktagen. Mm, Wir haben aktuell, wenn die Produkte sofort lieferbar sind, wir zeigen einfach nur diese Informationen. Und die Empfehlung von CRO Experte ist, auf diese Produktseite auf die Lieferzeit hinzuweisen. Deswegen haben wir eine Variation getestet mit Lieferung in 2, 3 Werktagen, wo es ganz klar ist, okay, dein Produkt ist bei dir in 2, 3 Werktagen. Der AB-Test war am Ende nicht erfolgreich, obwohl es ein Best Practice sein sollte. Bei uns zumindest, das hat nicht funktioniert. Deswegen sage ich nur, mit Vorsicht genießen, weil es bei anderen Websites erfolgreich ist, heißt nicht unbedingt, weil es bei dir es funktioniert. Ich hoffe, dass es klarer ist jetzt. Laura, was? Okay, also ich mach direkt weiter. Was ist eigentlich die perfekte Culture of Experimentation? Ganz kurz ein Definitionsversuch von mir. Ähm, Nicht zu viel und nicht zu weit in die Zukunft raten mit dem, was man entwickelt und wie man sich weiterentwickelt als Website, als App oder auch als, sag ich mal, digitales Unternehmen, sondern es in kleinen Schritten ausprobieren. Rasche, pragmatische Fortschritte erzielen, positive und negative Effekte nachweisen, nur die positiven behalten. Das klingt jetzt erstmal total stumpf. Und selbsterklärend, aber die Realität sieht halt einfach oft anders aus. Da sind tatsächlich nicht sehr viele gut wirklich drin, weil unheimlich oft kommt das Thema Meinung und nicht datengetrieben weiterentwickeln und Bauchgefühl, aber das hat natürlich so seine Haken. Über die Vorteile gehe ich jetzt relativ schnell weg, um ein bisschen Zeit zu sparen. Das kann ja jeder für sich mal kurz durchscannen. Der größte steht natürlich ganz oben. Der größte Vorteil ist, dass man Risiko aus Investitionen und Neuentwicklungen rausnimmt, Finanzen besser kontrolliert. Ich habe da gerade gestern noch ein Zitat von Ron Kohavi, ich weiß nicht, ob man den Namen korrekt ausspricht, der hat das nochmal gestern gesagt. Also die eigentlichen Kosten und das eigentliche Risiko passiert nicht, dass man AB-Testing on top einführt oder Experimentation on top einführt, sondern das eigentliche Risiko passiert da, wo wirklich die Funktionen entwickelt werden, weil das viel aufwendiger ist als AB-Testing. Man hat das und, und darüber hinaus gibt es aber noch sehr viele Vorteile. Die finde ich sind alle gewichtig, aber da können wir fast jeden eigentlich ein eigenes Webinar drüber halten, um nur drüber zu reden, wie vorteilhaft das ist, eine Customer Journey ganzheitlich angenehm zu gestalten. Das sind so die Vorteile. Ich springe weiter. Weil jetzt kommen wir auf das, ich springe mal ein bisschen über so ein paar Folien weg, damit wir Zeit sparen.
Was sind die 6 Herausforderungen auf dem Weg zu so einer perfekten Experimentation, wo man all diese Vorteile ausnutzt, auskostet und für sich, ja, den Wert daraus ziehen kann. Und auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Also alte versus neue Prinzipien der Entscheidungsfindung und dies bis hoch zur Unternehmensführung. Da, da knallen Welten aufeinander, wenn ein Unternehmen seit 50 Jahren existiert und die Leute das mit richtig viel Herzblut hochgezogen haben, jahrzehntelang, und dann kommt irgendjemand und sagt, du musst jetzt irgendwie datengetrieben agieren. Das bringt dich besser und konzentrierter und schneller weiter. Das heißt, man hat eine Prinzipdiskussion oft, wie man damit umgeht. Eine smarte Balance zwischen Research und Dinge erledigt bekommen, habe ich eben schon mal angedeutet, dass es oft den gedanklichen Kampf gibt, ja, aber jetzt noch einen AB-Test extra machen, das kostet uns doch nur Zeit. Dann hat man so ein bisschen dieses Research und Dinge erledigt bekommen, vielleicht noch nicht so ganz internalisiert, dass AB-Testing tatsächlich hilft oder auch andere Experimentation-Methoden, dass man halt keinen Mumpitz weiterentwickelt. Dann natürlich, hieraus folgt die Frage Relevanz oder ganzheitliche Messbarkeit aller wichtigen Berührungspunkte. Wenn ich nicht alles messe, wenn ich nicht weiß, wirklich, was ist die ganzheitliche Erfassung von allen Unternehmenszielen und auch von der Kundenreise von vorne bis hinten, dann bleiben möglicherweise kritische Probleme unerkannt. Und die Folge sind, ich experimentiere mit wenig Relevanz und schieße mich dadurch auch in meinem Unternehmen so ein bisschen ins Off, dass alle sagen, so da oben in der Führung, der CFO sagt dann halt so, ihr habt das schön getestet, aber es interessiert ja eigentlich keinen. Ne? Nächstes Problem oder Abgrund für Experimentation, Psychologie und interne Kommunikation. Teams werden ausgebremst, Lernchancen missverstanden, als Rückschläge missverstanden, Skepsis und Widerstände entstehen aus sowas und dann natürlich die Ausdauer, die man braucht. So eine Transformation, das ist hier nicht speziell Experimentation, sondern ich glaube, da kann man generell über Culture und Entwicklung von Unternehmen und Change Management sprechen. Das braucht auch hier einfach Zeit. Und genau um die Herausforderungen geht es heute. Und da möchte ich mein erprobtes Framework vorstellen und habe dann auch einen ganzen Sack voll mit wertvollen Tipps jetzt noch parat. Greift euch einfach die am besten helfen und gebt Bescheid, was euch interessiert. Und dann sprechen wir am Ende auch gerne noch ganz kurz über die Schwerpunkte, die euch interessieren. Genau, vielleicht ganz kurz, ihr müsst nichts mitschreiben, wir schicken Aufzeichnungen im Nachgang, aber es gibt auch ein vollständiges PDF noch, was noch deutlich ausführlicher ist als das, was ihr jetzt seht, was Thomas euch zeigt. Von daher bekommt ihr alles. Genau, und der Vortrag sieht jetzt so aus, dass wir immer 2 Teile haben für jeden von diesen Punkten. Erstens sage ich ganz kurz, worum es geht. Das wird auch vielen tatsächlich geläufig sein. Und der zweite Teil ist dann halt dieser Rucksack voll mit Tipps, was man genau in der Phase eigentlich beachten kann. Also, worum geht's? Zuerst mache ich mir Gedanken über die Strategie. Ich gehe dann in eine Experimentierphase rein, relativ früh, nachdem ich Dinge experimentiert habe, baue ich das Ganze. Und dann kommt der Teil, der, glaube ich, sehr mit den Problemen, die wir gerade gelesen haben, eigentlich resoniert, nämlich das Ganze zu kultivieren und daraus tatsächlich eine wiederkehrende Schleife zu bauen, dass man immer wieder experimentiert, dass man immer wieder baut, dass man immer wieder die Kultur stärkt und schärft, aber dass man manchmal auch, nicht bei jedem Schritt, vielleicht nicht bei jeder Iteration zurück auf die Strategieebene geht und sich fragt, haben sich über die Zeit auch die Ziele verändert oder die Zielgruppe, die Nutzer verändert. So weit, so plausibel weiterhin. Und jetzt gehe ich ein bisschen auf die Schritte ein. Beziehungsweise 2 Tipps. Dieses planvolle und strategische Vorgehen ist meiner Meinung nach das A und O, dass man tatsächlich eine komplette Sicht drauf hat und nicht einfach sagt, ich starte jetzt in irgendwelche AB-Tests rein, wenn irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, hier, Verify haben wir gekauft, jetzt machen wir ein paar Tests. Ne? Ich sag mal, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Ganze dann scheitert. Und deswegen hier so ein bisschen sich über sowas mal Gedanken machen, wie kriege ich denn das ganzheitlich aufgesetzt? Und da sprechen wir jetzt gleich noch weiter drüber. Und dann natürlich den langen Atem haben und dies genau so einplanen, dass man halt auch, ich habe aufgeklappt, wir klappen nicht zu viele auf. Es ist manchmal halt nicht die Herausforderung, wird der nächste Test ein guter AB-Test, sondern
dass man halt langfristig wirklich läuft als Unternehmen und diese Experimentierkultur sich zu eigen macht. Und dafür konkreter Tipp, mindestens 6 Monate testen und mindestens 6 Tests durchführen, wenn man neu startet. Die von euch schon länger testen und noch da sind ja durch so eine Phase dann möglicherweise schon durch. So, kommen wir zur ersten Phase, also Strategize. Worum geht's? Ich hagel das ganz schnell durch, weil das liest man total oft überall. Aber das ist halt die Basis. Unternehmensziele definieren, Online-Ziele ableiten, messbare Ziele ableiten, den idealen Kunden definieren, Kunden- und Unternehmensziele miteinander in Einklang bringen, das beides, was man da umgebaut hat. Customer Journey Mapping, auch da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber super sinnvoll, das zu machen. Und während man sich mit dem allen beschäftigt, vielleicht auch in irgendwelchen anderen Strategieworkshops, die man im Unternehmen hat, schon die ganzen Ideen, wo man merkt, da klemmt was, das ist doch eine gute Idee, alles schon mal festhalten. So, jetzt habe ich hier relativ viele Tipps für diese Phase der Strategize-Phase. AB-Testing ist oft von der Unternehmensrealität entkoppelt. Das heißt, der Fallstrick lautet, bringt es zusammen, dass eben tatsächlich da getestet wird, wo es wirklich relevant ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Geht zur Führungsetage und fragt die, wo gerade wirklich der Schuh drückt und welche Relevanz eine Webseite hat. Oder wenn ihr da ein größeres Mandat habt, vielleicht ist auch die Website gar nicht so das Thema oder nur vordergründig das Thema, vielleicht geht es um irgendwelche Prozesse im Untergrund. Und das ist genau dieses Experimentation Culture. Das ganze Ding ist potenziell viel größer als ein AB-Test auf einer Webseite, wo es um eine Ausspielung von Versanddaten geht, sondern vielleicht passieren gerade erstmal ganz andere Sachen, wo das Management den Fokus drauf hat. Und dann ist es sinnvoll, darauf einzugehen und sich dessen bewusst zu sein. Beim Customer Journey Mapping nicht nur das Mapping, sondern auch die Analyse, weil viele Leute haben schöne Sheets und nur wenige wissen, wie effizient das Ganze wirklich ist. Macht euch immer wieder klar, Experimentation hilft, Risiken zu vermeiden. Das würde ich tatsächlich, wenn ich mit Leuten zusammensitze in meinem Unternehmen, immer wieder stressen und würde sagen, weil das ist vielen gar nicht so bewusst. Korrigier mich, Steffen. Viele denken so, boah, hier Conversion Rate Optimierung, Uplifts einfahren, Umsatzsteigerungen, aber ein Riesenhebel ist tatsächlich Risiken zu vermeiden und einfach zu sagen, ey, der Test ist gefailt, aber das war wundervoll, wir müssen das jetzt nicht bauen. Ja? Weil wir haben gelernt, das war Quatsch. Da bin ich absolut bei dir, Thomas. Das muss man schon sagen. Also man kann einfach Kleinigkeiten testen und man färbt Button um, ne, von Rot auf Grün und was weiß ich, jetzt gerade im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes machen das vielleicht jetzt auch nochmal ganz viele. Man ändert viel mit Copy, das ist alles schön und gut, das ist die reine Optimierung. Aber Optimierung fängt eigentlich schon fast bei der Produktentwicklung selber an. Also schon allein, was sind Funktionen, die ich vielleicht für meine Webseite brauche, was sind Features, die einfach cool sind. Aber auch, wenn ich jetzt einfach einen Relaunch mache, das hast du ja vorhin auch mal erwähnt, Thomas, finde ich, ist es das schon wert, das einfach reinzutesten, ob man vielleicht bei diesem neuen Relaunch vielleicht mutiger war, in der einen oder anderen Richtung zu schauen, ist das überhaupt der richtige Weg oder entwickle ich mich vielleicht sogar falsch? Entgegengesetzt zu meiner Zielgruppe, dass ich das halt frühzeitig erfahre, damit ich halt nochmal die Reißleine ziehen kann. Weil wenn der Weg viel zu weit gegangen schon ist, dann ist es oft schwer, wieder zurückzukommen. Und dann lieber iterativ reintesten, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, als diesen großen Schwung Risiko, der eigentlich nicht sein müsste. Gut, nächster Schritt. Ich glaube auch für viele No-Brainer. Worum geht es bei Experimentation? Testen, und ich würde das ganz gerne ein bisschen losgekoppelt von der Webseite und vom AB-Testing definieren. Testen und rausfinden, welche neuen Ideen, welche Prozesse, Kommunikationselemente und Funktionalitäten helfen, um die eigenen Ziele besser zu erreichen. Also auch hier wieder durchaus mal größer denken und im gesamten Unternehmenskontext. Die Tipps auf dem Level. Worum geht's? Ideen aus Köpfen rausholen und in der echten Welt ausprobieren. Ängste und Befürchtungen regelmäßig ansprechen, den klappe ich kurz auf. Macht stets und immer wieder klar, dass viele Experimentation, also man steckt ja schon im Namen drin, Experimentation, experimentelle Sachen wagen, dass einfach vieles fehlschlagen kann und auch wird. Und genau so kann vermieden werden, dass eben diese falschen Projekte danach realisiert werden. So, macht Daten, ups, das falschen Ding angeklickt. Also ihr seht ja ganz kurz, was da alles drinnen steckt, wenn ihr das Paper euch am Ende holt. Macht Datenanalysen und User Research.
Das kann ich nur betonen. Also nicht irgendwie irgendwas testen, sondern tatsächlich gucken, welche Tests sind tatsächlich die besten. Und das findet man halt raus mit einer Datenanalyse und mit User Research. Und auch schon tatsächlich früh, während man sich über Experimente Gedanken macht, schon direkt sagen, wie aufwendig wird das eigentlich später in der Umsetzung und natürlich auch, welchen Impact hat die Idee. Das ist ja klar, da haben wir schon oft drüber gesprochen in den paar Minuten, aber auch die Umsetzungskomplexität halt früh einschätzen. So, ich springe weiter zum Thema Bild. Worum geht es hier? Die besten Ideen nach ihrer erfolgreichen Überprüfung durch Experimentation in den Kern der Webseite, der App, des Online-Shops oder eben auch, wenn man größer denkt, in die Prozesse des ganzen Unternehmens wirklich dann richtig einweben. Und wichtig dabei, Daten zur Unterstützung auch bei der Umsetzung nutzen, Erfolg umgesetzter Ideen weiter monitoren. Das heißt, diese Experimentation und dieses Kontrollieren hört nicht auf, wenn ich irgendwas umgebaut habe, sondern dann bleibe ich an den Unternehmenszielen dran. Ich sehe, Beispiel von Joff eben, ich sehe die Versanddauer und der Test mit der Versanddauer hat geholfen, mein wichtiges Ziel zu verbessern, aber eigentlich geht es darum, weiter die Conversion Rate halt hochzuhebeln. Also muss ich die Conversion Rate im Blick haben. Manchmal sind es ganz andere Ziele, die eurem, komme ich wieder auf den CFO zu sprechen, die dem vielleicht wichtig sind. Aber der ist nicht euer Feind, sondern tatsächlich mit einem CFO und mit einer Finanzabteilung eben zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen wirklich voranzubringen, was ja gerade in Zeiten, wo eine Rezession in Deutschland immer noch drüber schwebt, total wichtig ist, dass man auch an Effizienz arbeitet. So, Tipps zur Bildphase. Es gibt zwei Sachen, die hier wichtig sind. Sync zwischen Experimentation und Development sicherstellen. Das finde ich ist ein Riesending, weil da sehe ich auch total oft in Unternehmen und auch zwischen Agenturen, die AB-Testing machen und Unternehmen helfen zu testen, eine Feindschaft, weil es kommt total oft der Developer und sagt, boah, das ist alles Zusatzaufwand, lass mich doch in Ruhe mit dem Quatsch. Ja, und da nochmal der Hinweis, es hilft einfach tatsächlich, den Developern unsinnige Sachen aus der Pipeline zu nehmen, damit sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können, was auch wirklich Gewinn bringt. Und der zweite Tipp, Monitoring und KPI-Dashboards erst jetzt einrichten. Viele Leute beschäftigen sich meiner Meinung nach zu stark mit Kennzahlen zu früh. Aber jetzt, wenn es darum geht, dass ich diesen Test gemacht habe, dass ich gesagt habe, wir arbeiten jetzt mal an der Versanddauer und machen damit Tests, erst dann wird klar, dass das Ganze auf die KPI Conversion Rate eingezahlt hat und dann reicht es auch tatsächlich, sich ein Dashboard einzurichten und das Ganze zu monitoren. Cultivate. Regelmäßiger Austausch mit relevanten Kolleginnen, Experimentation immer weiter und tiefer ins Unternehmen hineinwachsen lassen, erworbenes Wissen, neue Erkenntnisse teilen, Erfolge präsentieren und andere anstecken, neue Ideen diskutieren, bessere Ideen gemeinsam entwickeln. Ganz wichtiger Punkt, dass man tatsächlich neue Ideen für Testing auch aus einem Team raus entwickelt, weil man darüber auch tatsächlich den Einfluss von dem ganzen Thema im Unternehmen steigert und zuletzt dann eben Leute coachen und reinholen und den Verbesserungsprozess selbst weiter verbessern. Tipps habe ich jetzt zu viele. Ich greife einfach mal den raus, den ich für am allerwichtigsten halte. Und das ist im Prinzip wirklich, das kann ich nur empfehlen, regelmäßige Meetings einrichten, weil manchmal läuft AB-Testing so losgekoppelt von einer Sprechkultur, dass man was macht, aber keine wirklichen Foren hat, wo man da miteinander drüber spricht. Und da würde ich sagen, da ergibt sich alles andere, was ich hier aufgezählt habe, ergibt sich da im Prinzip dann draus, dass man das dann im Rahmen von so einer Gesprächsagenda bringen kann. Aber miteinander reden ist wirklich die Quintessenz schlechthin. Wir sind schon um 12:45 Uhr angekommen, deshalb noch schnell dieser Punkt Repeat. Worum geht es hier? Das habe ich eben schon mal kurz angerissen. Das Ganze in der Schleife zu machen, dass man immer wieder zurückkommt auf Experimente, auf Bauen und auf die Kultur, das Ganze weiterzuentwickeln und eben nur alle paar Monate einen Strategie-Review. Und die wichtigste Sache an diesem Repeat-Punkt, deswegen habe ich den auch End-Scale genannt, ist, dass man weitere Kollegen hier hinzuholt, dass man nach ein paar Monaten mal überlegt, könnte das noch für jemanden aus dem Customer Support interessant sein? Könnte das noch für Kollegen aus einer anderen Abteilung interessant sein? Und so halt diese ganze Kultur des Experimentierens, auch weit über AB-Testing raus, mit den ganzen Methoden und Möglichkeiten, die es gibt, weiter voranzutreiben.
Ähm, auch hier wieder die Frage, was ist der beste Tipp? Versteht AB-Testing als einen Leuchtturm, eine Blaupause für Größeres. Wenn wir hier Leute drin haben, die AB-Testing machen und für die das vielleicht relativ neu klingt jetzt, nutzt AB-Testing. Wenn ihr AB-Testing implementiert habt in einem Unternehmen, wenn es einen CRO bei euch gibt, einen Experten für Experimentation, das ist super. Aber dann konzentriert euch nicht alleine auf diesen Leuchtturm von AB-Tests, sondern schaut, ob der Einfluss wachsen kann. Das ist vielleicht der größte Tipp, weil man darüber einfach dann tatsächlich, also ich habe vielleicht heute noch keine Relevanz erreicht, dass der CFO sagt, boah geil, die machen AB-Testing, sondern man hat den noch als Feind, man hat vielleicht Developer noch als Feind, aber das entwickelt man halt zusammen weiter. Ja, genau. Ich greife vielleicht hier raus auch tatsächlich nur den, ein bisschen kleiner machen, dass alles drauf passt, nur den letzten Satz. Ähm, Das ist mein Fazit von dem Workshop heute, von dem Webinar. Die Veränderung der Organisation selbst ist viel kritischer und viel wichtiger als einzelne AB-Tests, aber eben auch viel härter. Und das ist es, wenn es nicht richtig gemacht wird, was auch das ganze AB-Testing und viele AB-Tests-Kulturen scheitern lässt. Und das wird halt einfach oft unterschätzt. Und da kann ich nur darauf plädieren, ähm, das halt ganzheitlicher zu denken und umzusetzen mit den Tipps, die ich heute gezeigt habe. Holt euch das Paper, dann stehen auch die ganz anderen Tipps drin, auf die wir heute nicht eingehen konnten. Ähm, und letzter Satz von mir, wenn ich da bei der Einführung oder Skalierung helfen kann, meldet euch natürlich gerne bei uns, bei Verify, bei Geoff, bei mir. Danke. Thomas, super, vielen Dank. Also das Framework von dir ist super ausführlich. Ähm, Da habe ich auch einiges selber für mich noch rausziehen können. Da waren wirklich super gute Punkte dabei. Und wie du schon gesagt hast, es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die man berücksichtigen muss, neben den reinen AB-Tests. Also nur weil man erfolgreiche AB-Tests hat, heißt das noch lange nicht, dass man erfolgreiches AB-Testing oder Experimentierprogramm eben umsetzen kann, weil es eben an vielen Kleinigkeiten auch hängt. Und eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, die ich nochmal rausstellen wollte und die wirklich oft untergeht, ist auch, dass man intern seine eigenen Erfolge feiert, damit es auch die anderen mitbekommen. Weil nur so schafft man es auch, dass AB-Testing groß wird. Wenn man das nämlich nicht macht, auch wenn es immer ein bisschen komisch wirkt, wenn man sich zu sehr feiert. Es geht aber nicht darum, sich zu feiern, sondern wirklich die positiven Unternehmensergebnisse zu unterstreichen. Fand ich alles super spannend. Also vielen Dank, Thomas. Geoff, auch für deine Präsentation super vielen lieben Dank. Auch, dass du uns mal so ein bisschen hast reinschnuppern lassen in die Ergebnisse von euch, von den Umfragen über die AB-Tests, auch wie ihr das durchgeführt habt. Super interessant. Habt ihr vielleicht sonst noch eins, zwei letzte Worte an unsere Zuschauer zu richten, beziehungsweise Teilnehmer? Vielleicht noch kurz was in Bezug auf diese Experimentationskultur. Thomas ist sehr datengetrieben normalerweise, aber in seiner Präsentation gerade fand ich nicht nur datengetrieben, das fand ich sehr gut. Und eigentlich, was helfen kann auch, ist als Product Manager oder CRO-Experte äh, bei dem Team dabei zu sein, wo man direkt die Kunden zuhören kann. Ich war bei Billion Wagen bis zuletzt, habe ich die Kundenanrufe angenommen, um direkt diese Kundenfeedback zu bekommen, um daraus Ideen zu entwickeln. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Signal für diese ganze Firma, das mitzumachen und zu verstehen, dass alle dabei sein müssen in diese Experimentation. Weil es gibt grundsätzlich immer eine Resistenz gegen Änderungen und wenn man mitmacht zum Beispiel bei Customer Care, dann gibt es ein besseres Verständnis auch von Customer Care für diese ganze Änderung. So alle, alle dabei zu sein, fand ich wichtig. Ja. Thomas, wenn du magst, darfst du noch eine letzte Frage zum Abschluss beantworten. Ich lese sie Ja, einfach mal gerne. direkt vor. Habt ihr Tipps zur Argumentation bei der Geschäftsführung bezüglich Tests, die einen negativen Impact haben? Ich stoße hier häufig auf das Problem oder auf die Frage, wieso macht ihr Tests, die keinen positiven Effekt haben?
Also das ist ganz klar. Natürlich arbeitet man darauf hin, sag ich mal, Uplifts, um Ideen zu präsentieren, die besser sind als das, was heute live ist. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, der große Vorteil, und der wird oft unterschätzt, haben wir viel auf LinkedIn drüber diskutiert, schon in den letzten Jahren, der Vorteil, der oft unterschätzt wird, ist, dass man dadurch einfach was lernt, weil was ist ein falsch gelaufener Test? Was ist eine Hypothese, die nicht eingetroffen hat? Das ist das Problem, dass wir als Experten im Unternehmen die Nutzer nicht kennen und dass wir die falsche Hypothese gestellt haben, dass wir die falsche Annahme darüber hatten, was sinnvoll ist zu tun. Und da haben uns die Nutzer, da hat uns die Realität, die statistisch signifikante Realität bei einem gut durchgeführten AB-Test, hat uns gezeigt, dass die Realität anders ist, als wir dachten. Und wir haben was gelernt. Ja? Also wir haben maßgeblich was gelernt, dass wir völlig auf dem falschen Trip waren, was die Nutzer eigentlich denken, fühlen, brauchen, wollen. Und damit sind wir einen Riesenschritt vorwärts, weil das haben wir gelernt. Und das kannst du dem nicht wegnehmen. Ja? Also das würde ich immer betonen und ich würde mutig weiter Fehler machen und dem Geschäftsführer sagen, genau so ist richtig. Demnächst werden wir auch testen, wenn wir so weitermachen, wenn wir so gut lernen, wenn wir wirklich herausfinden, was wirklich die Leute bewegt und was wirklich den Unterschied macht, dann werden wir demnächst auch Uplifts im Revenue und überall einfahren. Aber das Lernen ist auch super wichtig auf dem Weg dahin. Also langfristig muss man auch Uplifts kriegen, aber das Lernen ist absolut nicht zu unterschätzen. Genau, da stehe Vielleicht ich. auch ergänzend dazu, nicht ein sehr großes Konzept testen zu wollen, sondern normal iterativ ein Minimal Viable Product zu erstellen, um eine erste Hypothese zu validieren. Dann gibt es mehr Akzeptanz, ein kleines Projekt, um eine ganz große Hypothese zu validieren und nicht direkt von Anfang an Vollgas zu geben und monatelang an einem Projekt zu arbeiten und dann AB testen. Das Risiken sind zu groß für die Geschäftsführung oft. Richtig. Cool, alles klar. Ja, dann auch vielen Dank nochmal für die Antworten an euch beide, auch für die super Fragen. Sie sind total relevant und das sind tatsächlich alles Stolpersteine auf dem Weg dahin, ein dauerhaftes, erfolgreiches Experimentierungsprogramm, Experimentation Program eben aufzusetzen. Von daher bedanke ich mich nochmal an euch beide. Ich bedanke mich an euch auch, an die Teilnehmer. Und wie gesagt, wir schicken euch nochmal die Aufzeichnung des Webinars. Wir schicken euch nochmal das ausführliche PDF. Und solltet ihr im Nachgang nochmal Fragen haben an Thomas, Geoff oder mich, macht das gerne. Antwortet einfach auch direkt an die E-Mail, die ihr bekommt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und macht's gut. Dankeschön. Ciao, Bonne ciao. Journée. Danke. Ciao.